Was würde denn Sinn machen, als neuer Spieler in Burudeng bis FEC anfängt, weil ich ziehe mir dann ein BP und logischerweise dann wieder eine M, aber wie kann ich meine Zeit auf Burudeng gut nutzen? Keine Ahnung, ehrlich gesagt. Ich meine, du könntest schon mal... Wenn du hast nur einen Ringmaster auf Burudeng, ja, das ist halt nicht so gut. Er kann halt nicht so viel machen alleine. Aber wenn du nur einen Ringmaster hast, könntest du theoretisch probieren, Envy Deaths zu farmen, weil man dafür eigentlich schon ein bisschen Equipment braucht. Vor allem als Solo-Ringmaster den Boss zu töten, dürfte nahezu unmöglich sein oder schwierig. Weiß nicht, wie gut das funktioniert. Aber könntest du probieren. Und könntest Kohle farmen und dir auf Burudeng ein Fluggerät kaufen, was dann halt permanent ungebunden ist. Ein CS-Pad permanent ungebunden. Ein 10% Speedset permanent ungebunden. Und dann könntest du dir die Sachen später auf FEC auch erspielen. Aber zum Ende dann verkaufen. Also ich meine, gut, 10% Speedset kann man drüber streiten, das braucht man eigentlich gar nicht zwingend. 8% reicht wahrscheinlich auch, also auf FEC. Aber was du halt jetzt machen könntest bis zum FEC, wenn du jetzt halt auch irgendwie zocken willst und du willst halt irgendwie was machen, um dich dann halt für die Zeit nach FEC sozusagen schon zu rüsten, dann würde ich sagen, lauter Sachen kaufen beziehungsweise farmen, die du halt immer brauchst, egal ob du FEC gespielt hast oder nicht. Und das wäre zum Beispiel CS-Pad, schnelles Fluggerät, 10% Speedset, alles ungebunden, dass du es dann halt auch zwischen deinen Charakteren tauschen kannst bei Bedarf. Weil wenn du es von einem FEC-Account mitnimmst, dann ist ja alles accountgebunden. Das heißt, traden zwischen verschiedenen Accounts geht gar nicht. Und auf dem gleichen Account immer nur mit Common Bank. Also du könntest quasi Sachen kaufen, die dir das Leben leichter machen, wenn du vom FEC wiederkommst. Und es würde zeitgleich dafür sorgen, dass du zum Ende des FECs nochmal eine Menge Items verkaufen könntest, wie zum Beispiel ein CS-Pad, das du dir auf FEC vielleicht holst, ein Fluggerät, das du dir auf FEC vielleicht holst, ein 10% oder 8% Speedset, das du dir auf FEC vielleicht holst und diese Sachen dann am Ende nochmal in Cash verwandeln kannst und dann vielleicht noch mehr Equipment oder Power-Ups kaufen kannst auf FEC, von denen du dann auch langfristig wahrscheinlich mehr hast. Also statt 8% Speedset hast du dann vielleicht noch, keine Ahnung, 30 Upcuts-Downs oder sowas. Mehr. Und das wäre das zweite, Power-Ups. Power-Ups sind ja auch etwas, was man immer gebrauchen kann. Also ich bin persönlich zwar so, ich kaufe eigentlich nie Power-Ups, weil ich eigentlich unlimited seelengebundene Power-Ups habe. Dadurch, dass ich so viele Charakter habe, wenn mal ein Charakter keine Power-Ups mehr hat, dann spiele ich ihn einfach nicht mehr und spiele einfach einen anderen Charakter und sammle wieder Power-Ups an, bei dem der keine mehr hat. Also mit Amplis mache ich das schon lange so. Alle anderen Power-Ups sind mir tatsächlich eigentlich noch nie wirklich ausgegangen. Das Einzige, was mir jeweils ausgegangen ist, sind meine Upcut-Downs auf meinem höchsten Elementor. Die sind mir schon mal ausgegangen. Und meine Amplis, die sind mir auch schon oft ausgegangen. Aber abgesehen davon ist mir noch nie irgendwas wirklich ausgegangen. Zumindest nichts, was ich jetzt permanent beim Leveln oder so aktiv hätte. Also das ist ja eigentlich nur Upcut-Down. Die anderen Items sind fürs reine Leveln eigentlich, also zumindest das Elementor, nicht unbedingt notwendig. Plus teilweise auch einfach zu teuer, um sich 24/7 zu aktivieren. Oder zu selten, sagen wir es so. Fast ein bisschen verschwendet. Also nur um eine Pie zu ziehen, aktiviere ich keine Cast-Time oder so. Oder keine Magic Attack. Das wäre einfach eine Verschwendung. Aber ja, so ungefähr. Also Power-Ups könntest du auch noch farmen. Party-Scrolls vielleicht. Lauter solche Sachen. Alles, was man halt immer wieder braucht. Unendlich oft, theoretisch. Oder halt einmalig. Aber auch für immer. Das könntest du alles jetzt schon auf Burudeng farmen und dann deinen Charakter quasi nackt vom FEC rüberschicken. Also nackt im Sinne von nur Equipment, aber alle Utility-Sachen hast du hier schon. Und dann könntest du auf FEC dich mehr auf Equipment fokussieren, dass du auch wirklich mit dem bestmöglichen Equipment, was du dir leisten kannst, rüberkommst. Und hier auf Burudeng bereitest du schon mal alles andere quasi vor. Was du sonst noch so brauchst für deinen Flife-Alltag. Für deinen Flife-Tag. Aber kannst ja selber auch überlegen, selber mal in den Cash-Shop gucken, selber mal die Shops durchgucken, was es alles so gibt überhaupt.
Vielleicht findest du irgendwas, wo du denkst, es wäre schon cool, wenn man das nicht accountgebunden hätte. Weil wie gesagt, alles, was du vom FEC mitnimmst, ausnahmslos, ist immer Account- oder Segen gebunden. Und bei manchen Items ist das schon nervig. Also 10% Speedset zum Beispiel, Account- oder Segen gebunden. Klar, wenn man es gratis bekommen hat, ist es geil. Weil dann denkt man sich, ja scheißegal, ich habe es ja gratis bekommen. Gab schon mehrere Events mittlerweile, bei denen man sowas tatsächlich auch gratis bekommen konnte. Ich meine, das nimmt man natürlich mit. Aber wenn du es gekauft hast für x 100 Mio oder Milliarde, ich meine auf FEC wahrscheinlich eher Milliarde, da ist die Inflation ja immer recht schnell, recht weit oben, dann willst du das halt eigentlich nicht unbedingt, also würdest du es schon bevorzugen, wenn es halt nicht accountgebunden ist, weil man weiß ja nie, macht man sich nicht doch nochmal einen neuen Charakter, für was auch immer, muss ja auch kein neuer Main-Character sein, kann auch nur ein Farm-Char oder ein Just for the Lloyds Char sein. Und wenn du da, wie gesagt, dann das Equipment nicht rübertauschen kannst oder kein CS-Pad rübertauschen kannst, kein Board rübertauschen kannst, kein 10% Speedset rübertauschen kannst, das kann schon echt nervig sein. Und doppelt will man die Sachen dann halt auch nicht kaufen. Und dann gibt man sich wieder mit weniger zufrieden, weil man zu geizig ist vielleicht. Also ich bin zumindest so. Dann, ja. Also das wären auf jeden Fall so ein paar Ideen, die mir einfallen würden. NPCs wären noch sowas, aber das geht eigentlich in die Richtung Power-Ups. NPCs sind ja mehr oder weniger eigentlich nur Power-Ups. Abgesehen von den Pet-NPCs natürlich. Pet-NPCs sind Kapitalismus. Ihr kapitalistischen Schweine. So. Kapitalismus pur. Des Kapitalismus reine Seele.